Man braucht Liebe, um eine Sprache zu lernen. Ich habe meine Motivation fürs Deutschlernen über die Jahre nicht verloren, weil ich so viel Liebe für diese Sprache hatte und immer noch habe. Heute möchte ich ein bisschen von dieser Liebe mit euch teilen, indem ich euch von meinen 5 Lieblingswörtern erzähle. Jein. Dieses Wort ist eine Mischung aus Ja und Nein, was ich schon ein bisschen lustig finde. Und es bedeutet genau das, gleichzeitig Ja und Nein. Es drückt eine unentschlossene oder gemischte Antwort aus, wenn jemand sowohl zustimmt als auch nicht zustimmt. Hier ein Beispiel im Kontext. Ist Deutsch schwierig? Jein. Die Grammatik ist schon schwer, aber die Aussprache ist nicht so schwierig im Vergleich zu anderen Sprachen, finde ich. Die Naschkatze. Naschen ist ein umgangssprachliches Wort, was Snacken beschreibt. Eine Katze ist, eine Katze. Eine Naschkatze ist jemand, der gerne nascht, also Süßigkeiten oder Snacks isst. Ich finde es einfach süß, dass man jemanden eine Katze nennt. Dieser Begriff wird verwendet, um eine Person zu beschreiben, die nicht widerstehen kann, wenn es um Süßigkeiten oder Ähnliches geht. Ein Beispiel hierfür wäre: Wenn wir Chips zu Hause haben, dann esse ich sie immer auf. Deswegen nennt mich mein Mitbewohner eine Naschkatze. Der Urwurm. Hier haben wir wieder ein lustiges Wort mit einem Tierbegriff drin. Ein Ur ist, das hier. Und ein Wurm ist ein kleines Tierchen, also sowas wie eine kleine Schlange. Ein Urwurm ist ein Lied oder eine Melodie, die dir im Kopf bleibt und immer wieder abgespielt wird, ohne dass du es willst. Jeder hat schon einmal einen Urwurm erlebt, wo man immer wieder die gleiche Melodie summt oder singt. Jetzt ein Beispiel. Spiele das Lied nicht. Ich bekomme davon immer einen Urwurm. Das Fernweh. Fernweh ist genau das, was mich am Anfang nach Deutschland gebracht hat. Ich wusste nicht unbedingt wohin, aber ich wusste, dass ich ins Ausland wollte. Fern ist ein Adjektiv, was das Gegenteil von nah beschreibt. Also nah, fern. Und weh ist ein Nomen, das Schmerzen beschreibt. Man kann Kopfweh und Bauchweh haben, aber auch Heimweh. Heimweh beschreibt das Gefühl, wenn man nach seiner Heimat und seinen Lieben verlangt. Das Wort Fernweh beschreibt hingegen das Verlangen, neue Orte zu entdecken und zu reisen. Es ist also das Gegenteil von Heimweh, bei dem man das Bedürfnis hat, nach Hause zu gehen. Fernweh ist ein Gefühl der Sehnsucht nach der Ferne und dem Unbekannten. Es ist ein bisschen ähnlich wie Wanderlust, was in viele Sprachen aufgenommen wurde. Jetzt im Kontext. Wenn er zu Hause ist, hat er Fernweh, und wenn er nicht zu Hause ist, hat er Heimweh. Der Arme. Die Schnapsidee. Schnaps ist ein anderes Wort für Spirituose und steht für alkoholhaltige Getränke mit mindestens 15% Alkohol. Und eine Idee ist ein Plan oder Gedanke, den man hat. Eine Schnapsidee ist eine Idee, die spontan und oft unüberlegt ist.
Der Begriff kommt daher, dass solche Ideen oft im Rausch von Alkohol entstehen. Es wird verwendet, um eine verrückte oder unpraktische Idee zu beschreiben, die vielleicht nicht die beste ist. Als ich in diese Wohnung gezogen bin und gesehen habe, dass das Wohnzimmer grün gestrichen war, wusste ich, dass das eine Schnapsidee von der Vormieterin war. Das waren also meine 5 Lieblingswörter auf Deutsch. Was sind deine? Schreibe mir deine Lieblingswörter unten in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also, bis dann. Ciao!